Du bist der Einzige, der mich wirklich versteht. Sätze wie diese werden millionenfach in Chat-Apps getippt. Jeden Tag, mitten in der Nacht, rund um den Globus. Wenn das Handy aufleuchtet, schreibt dort weder ein Partner noch ein echter Freund. Die Antwort kommt von einem Computerprogramm, von einer künstlichen Intelligenz. Dahinter steckt keine Freakshow, denn wer diese digitale Beziehung führt, hat sicherlich nicht den Verstand verloren. Vielleicht sucht man einfach nur etwas, das in der echten Welt anscheinend verloren geht. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Aber was läuft in der Gegenwart eigentlich verkehrt, wenn das meiste Mitgefühl von einer Software kommen muss? Der Bot funktioniert wie der perfekte Spiegel für die eigenen Wünsche, denn die KI widerspricht nie grundlos, sie kritisiert nicht, sie urteilt nicht. Die Software passt sich in Millisekunden an jede Stimmung an. Bei Trauer folgt Trost, bei Wut folgt Rechtfertigung. Die Maschine spiegelt genau das, was das Gegenüber in dem Moment hören will. Echte Beziehungen dagegen bedeuten emotionale Reibung. Reale Partner haben schlechte Tage, persönliche Grenzen und ihre eigenen Probleme. Sie fordern Kompromisse, wollen Freiraum und diskutieren. Menschliche Nähe bringt unweigerlich Stress, Missverständnisse und unvorhersehbare Launen mit sich. Genau diesen Stress filtert das Programm einfach heraus. Die KI bietet Sicherheit auf Knopfdruck, 24 Stunden lang, ohne das Risiko, jemals abgewiesen zu werden. Während bei Menschen Ghosting oder vielleicht auch eine schmerzhafte Trennung drohen, läuft die Maschine berechenbar. In einer Welt voller Kritik suchen viele nach einem Ort, an dem man automatisch alles richtig machen kann. Die KI schreibt mittlerweile so gut, dass die bloßen Texte auf dem Bildschirm ausreichen, um das Belohnungszentrum im Gehirn im Sekundentakt mit Botenstoffen zu füttern. Das Nervensystem reagiert auf den Text genauso wie auf einen echten Menschen. Im Kopf passiert dasselbe, es schüttet Glückshormone aus. Während echte Beziehungen oft stressig sind und einen völlig fertig machen können, liefert der Chatbot einfach nur fehlerfreies, positives Feedback. Das Gehirn landet so in einer Dauerschleife aus Belohnungen, die sich anfühlt wie eine echte emotionale Sucht. Niemand verliebt sich in die nackte Technik. Vielleicht geht es am Ende auch einfach nur um das Gefühl, einfach mal ohne Pause und bedingungslos gehört zu werden. Denn dieser Rückzug in die digitale Welt passiert nicht grundlos. Er kommt in einer Zeit, in der der normale Alltag viele Menschen emotional komplett aussaugt. Das Leben verlangt heute, dass jeder nur an sich selbst denkt und sich ständig optimiert. Jeder Tag muss produktiv sein und jedes Treffen muss einen Nutzen haben. Erfolg im Job, Fitness und die perfekte Selbstdarstellung sind der neue Standard. Die moderne Gesellschaft funktioniert nur noch über die permanente Beschleunigung und genau diese Logik des Marktes hat schon längst die Partnersuche infiziert. Denn wer heute einen Partner sucht, landet fast unweigerlich auf Dating-Apps. Eine Welt, die von Schnelligkeit und sofortiger Austauschbarkeit dominiert wird. Menschen werden nach den Regeln vom Online-Shopping bewertet und per Wisch nach links aussortiert. Die Realität dort heißt für fast jeden ständige Abweisung, plötzliches Ghosting und eine deprimierende Oberflächlichkeit. Es wirkt so, als würde man versuchen, das eigene Leben wie ein perfektes Produkt zu verkaufen, um eine Chance zu haben. Es ist also kein Wunder, wenn viele irgendwann aufgeben und die Notbremse ziehen. Die Liebesbeziehung zu einer KI ist kein schräger Trend einsamer Nerds. Sie ist eine Schutzreaktion auf die Härte realer Bindungen. Die Flucht gilt also nicht der Nähe an sich, sie gilt der emotionalen Arbeit, die echte, fehlerhafte Menschen mit sich bringen. Aber ist eine KI, die nie widerspricht, wirklich ein Partner oder einfach nur der perfekte Spiegel für das eigene Ego? Denn die dauerhafte, fehlerfreie Bestätigung baut die Frusttoleranz ab, die man eigentlich für das Zusammenleben braucht, so dass am Ende kaum noch Raum für andere Meinungen bleibt. Wir leben heute in einer komplett vernetzten Welt, in der jeder ständig erreichbar ist und trotzdem nimmt die gefühlte Einsamkeit massiv zu. Um dieses Gefühl von Nähe, Aufmerksamkeit und Austausch zu bekommen, wird die KI zum Interaktionspartner und große Unternehmen verdienen genau mit diesem Bedürfnis nach Nähe ihr Geld. Eine KI fängt die Sehnsucht nach der Nähe im Dialog perfekt auf. Sie baut auf, gibt einen Vertrauen und schreibt perfekte Gedichte. Aber am Ende des Tages gehört die künstliche Intelligenz einer Aktiengesellschaft, die ihren Gewinn steigern muss. Und genau das zeigt die zwei Seiten dieser Angebote
einer einsamen Gesellschaft. Das Ganze braucht am Ende kein moralisches Urteil. Es ist weder der endgültige Untergang noch die große Rettung. Es steht einfach als ein wertfreies Zeichen dafür da, wie einsam und auch anstrengend das Zusammenleben für viele geworden ist. Die Gefühle der Menschen, die nachts mit dem Handy einsam auf dem Sofa sitzen, sind absolut echt. Nur das Gegenüber ist eine künstliche Täuschung aus Einsen und Nullen. Am Ende stellt sich vielleicht auch die Frage, was diese Entwicklung langfristig mit der Zukunft uns Menschen macht. Denn was passiert, wenn die KIs irgendwann lernen, fehlerfrei zu leben? Wie viel Raum bleibt dann noch für die Fehler echter Menschen?